Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Anti-Imperialist Union of Peace. Heute möchte ich darüber sprechen, dass die Regierung der BRD gezielt gegen kleine, fortschrittliche Organisationen vorgeht, um jede Alternative zum herrschenden System im Keim zu ersticken. Ein Beispiel dafür ist die jüngste Entscheidung der Bundeswahlleitung, welche dafür sorgt, dass kleine Parteien zu den Bundestagswahlen zugelassen werden, die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei, von den Bundestagswahlen im September 2021 auszuschließen. Dass Kommunisten in unserem herrschenden System möglichst weit unten gehalten werden, ist nichts Neues. Es gibt eine lange Geschichte von Unterdrückung der Kommunisten in Deutschland, auch in der Bundesrepublik. Im Jahr 1956 wurde unter der Adenauer-Regierung die KPD verboten, was für Jahrzehnte die gesamte deutsche Arbeiterbewegung nachhaltig geschwächt hat. Nun hat die Bundeswahlleitung beschlossen, der DKP aufgrund von verspäteten Rechenschaftsberichten die Zusage zu den Wahlen zu verwehren. Dass dies jedoch nur vorgeschobene Gründe sind, zeigt sich schon allein daran, dass verspätete Rechenschaftsberichte in den vergangenen Jahren und auch von anderen Parteien nie ein Problem dargestellt haben und dass deswegen noch nie eine Wahlzulassung verwehrt wurde. Die Rechenschaftspflicht stellt für kleine Parteien wie die DKP eine große buchhalterische Hürde dar, denn hierfür müssen alle Daten von über 80 lokalen Basisparteiorganisationen zusammengetragen werden, wobei das Regelwerk hierbei noch strikter geregelt ist als die Richtlinien etwa für eine GmbH. Außerdem muss erwähnt werden, dass die DKP bereits im Mai 2020 von der Bundeswahlleitung die Zusage zur Teilnahme an den Bundestagswahlen im Jahr 2021 erhalten hatte. Daraufhin hat die DKP Tausende von Unterstützerunterschriften gesammelt und eingereicht, womit die Partei alle Kriterien des Parteiengesetzes erfüllt hatte. Und nun hat die Bundeswahlleitung beschlossen, der DKP aus fadenscheinigen Gründen diese Zusage wieder zu entziehen. Dass dies keine seriöse rechtliche Grundlage besitzt, ist hierbei eindeutig. Überhaupt werden größeren Parteien wie der CDU und CSU, den Grünen und der SPD viel größere Freiheiten in der Wahrnehmung der Rechenschaftspflicht eingeräumt, was etwa dazu führt, dass es Abgeordneten dieser Parteien möglich ist, die Rechenschaft über ihre Finanzen rechtswidrigerweise auch Jahre später noch offenzulegen. Dies führt auch dazu, dass diese großen Parteien offensichtliche Skandale wie die Maskenaffäre der CDU, den Wirecard-Skandal des SPD-Parteivorsitzenden Olaf Scholz oder die Unstimmigkeiten rund um den Lebenslauf der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock am liebsten unter den Teppich kehren würden. Doch deswegen verliert niemand in diesen Parteien etwa sein Mandat. Im Gegensatz dazu sind die Repressionen gegenüber der DKP, welche einem kalten Parteienverbot gleichkommen, da hiermit auch die finanzielle Grundlage der Partei massiv eingeschränkt wird und die Partei nunmehr hauptsächlich von Spenden abhängig ist, in einer Reihe mit weiteren Repressionen gegen andere fortschrittliche Kräfte, wie etwa der Versuch, Organisationen wie ATTAC oder der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes oder kurz VVN-BdA die Gemeinnützigkeit zu entziehen, die Rote Hilfe zu verbieten oder gar die junge Welt vom Verfassungsschutz zu beobachten. Außerdem machen die Corona-Maßnahmen fortschrittliche Aktionen unter dem Eindruck der Pandemie nicht gerade leichter, sondern erschweren diese noch zusätzlich. Daher braucht es nun eine klare Solidarität von allen demokratischen, fortschrittlichen und friedensliebenden Menschen gegenüber der DKP. Sagen wir also Nein zum kalten Parteienverbot der DKP und sagen wir Ja zum Widerstand.